Moin Leute, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Ich bin der Arne und ich habe hier und hier den neuen Schwalbe Albert bei mir. Der Schwalbe Albert ist aber nicht einfach irgendein x-beliebiger neuer Reifen, sondern hier geht außer dem neuen Profil auch noch einiges unter der Motorhaube ab, was man beim Mountainbike-Reifen so noch nicht gekannt hat. Eine kleine Vermutung, was das sein könnte, kriegt man schon, wenn man sich die Beschriftung vom Reifen anguckt. Hier stolpert man natürlich erstmal über den Namen Albert. Ich meine, in der Vergangenheit gab es einen Fett Albert. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Er heißt nur noch Albert. Er hat auch nicht wirklich viel mit seinem Vorgänger zu tun. Was aber wirklich interessant ist, ist der kleine Zusatz Radial. Mit Radial bezeichnet Schwalbe nämlich eine Karkassenkonstruktionsweise sozusagen. Also es geht darum, wie die Nylonfasern in der Karkasse angeordnet sind. Bislang war es bei Fahrradreifen nämlich immer so, dass die so in einem 45-Grad-Winkel angeordnet sind. Bei Autoreifen ist es aber schon länger so, dass man da auf einen 90-Grad-Winkel setzt, zusammen mit einem Metallband. Das ist für Fahrradreifen jetzt nicht so optimal, weil es einfach deutlich schwerer ist. Aber Schwalbe hat gesehen, okay, beim Autoreifen bietet der Radialreifen deutlich mehr Vorteile und eventuell kann man solche Vorteile auch beim Mountainbike-Reifen anwenden. Man ist jetzt nicht komplett auf 90 Grad gegangen, sondern auf irgendwas zwischen 45 auf 90. Den genauen Wert wollte Schwalbe uns nicht verraten. Das hat den Vorteil, dass sich das Reifenmaterial kürzer und mit weniger Spannung überlappt. Dadurch soll der Reifen sich punktuell viel besser verformen und gerade in der Lauffläche deutlich flexibler sein. Außerdem hat man laut Schwalbe mit den Radialkarkassen eine bis zu 30% größere Kontaktfläche mit dem Boden, bei gleichem Luftdruck wohlgemerkt. Dadurch hat man natürlich viel mehr Grip, mehr Dämpfung, der Reifen verzahnt sich viel besser mit dem Untergrund und dabei leidet nicht der Sidewall-Support und auch nicht die Stabilität des Reifens. Natürlich hat das Ganze aber auch eine kleine Schattenseite. Die größere Kontaktfläche mit dem Boden sorgt nämlich auch für einen höheren Rollwiderstand. Das ist so der Nachteil, den die Radialkarkasse laut Schwalbe hat. Wer jetzt denkt, dass die Radialkarkasse oder die Radialbauweise eine Alternative zu den bestehenden Trail, Gravity oder DH-Karkassen von Schwalbe ist, der liegt allerdings falsch. Radial ist eher eine andere Bauweise, das heißt, es gibt jetzt ab sofort die Gravity-Karkasse und die Trail-Karkasse für ausgewählte Reifen auch in Radial, also ist dann eine Gravity-Radial oder eine Trail-Radial-Karkasse. Das sorgt jetzt ehrlicherweise nicht dafür, dass der schon unübersichtliche Reifenmarkt ein bisschen übersichtlicher wird. Aber so hat man halt nach wie vor die Wahl zwischen den herkömmlichen Reifen und der Radialkarkasse. Zum Launch von den Radialkarkassen gibt es jetzt erstmal 3 Reifen. Einmal den Schwalbe Albert hier, der schon angesprochen wurde. Das ist so der Flaggschiff-Reifen von der neuen Radialkarkasse. Dann gibt es auch noch eine Variante vom Magic Mary. Dazu muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Das ist so ein absoluter Klassiker in Schwalbes Portfolio und der ist besonders für offene Böden gut geeignet. Außerdem gibt es noch einen Shredder. Der Shredder ist ein ziemlich krasser Reifen, sieht aus wie ein Motocross-Reifen, hat richtig viel Profiltiefe, 10 mm, richtig grobes Gerät und soll sich aber nicht für normale Mountainbikes, sondern hauptsächlich oder eigentlich allein für den E-Mountainbike-Sektor eignen, wenn man da richtig tiefe Böden hat, richtig anspruchsvolle Trails, bei richtig matschigen Bedingungen, dann ist der Shredder da der richtige Reifen. Doch zurück zum Albert. Der Albert hat, wie wir hier sehen, ein relativ geschlossenes Profil, erinnert optisch so ein bisschen an einen Maxxis Assegai, hat relativ dicke Stollen, soll dadurch ziemlich gut rollen und hat ein rundes Profil, also soll ein ziemlich gutmütiger Allrounder sein, auf einer Vielzahl von Trails wirklich gut performen und soll sich jetzt nicht unbedingt an das Race-Publikum richten, die einen aggressiven, sehr präzisen Reifen haben wollen, sondern so an die ganz normale Mountainbike-Bevölkerung. Die neuen Reifen sind dann in der Gravity Radial und in der Trail Radial Karkasse erhältlich. Also es gibt da 2 Karkassenoptionen. In der Gravity Radial kosten die 79,90 und in der Trail Radial 73,90. Außerdem gibt es die Gummimischung Soft und Ultra Soft. Um herauszufinden, ob die neue Karkasse und der Schwalbe Albert wirklich so gut ist, wie Schwalbe verspricht, hatten wir schon die Möglichkeit, den Reifen ausführlich zu testen. Dafür war ich schon 2 Tage im Finale mit Schwalbe zusammen und hatte da die Möglichkeit, die Reifen back-to-back zu testen. Und danach habe ich die Reifen auch an meinem Bike hier behalten und konnte die in Freiburg und auf meinen Home Trails im Taunus ausgiebig testen. Im Finale haben wir die letzten Abschnitte vom bekannten Rollercoaster Trail genutzt, um einfach back-to-back den Reifen gegen Magic Marys mit Standardkarkasse zu testen. Dafür hat uns Schwalbe zuerst für 3 Runs den Magic Mary montiert und danach direkt auf den Schwalbe Albert gewechselt.
Und da muss man sagen, war der Unterschied schon echt krass und echt spürbar. Mir persönlich war die Gravity-Karkasse von Schwalbe immer schon so ein bisschen zu steif. Ich bin da immer recht niedrigen Luftdruck gefahren und gerade so im Vergleich mit manchen Konkurrenzprodukten fand ich die immer so ein bisschen zu steif und unnachgiebig. Und das ist was jetzt die neue Radialkarkasse mit dem Schwalbe wirklich exakt überhaupt nicht mehr macht. Das ist ein komplett krasser Unterschied. Mein erster Run auf dem Schwalbe Albert war direkt deutlich smoother als vorher mit den Magic Marys. Ich habe deutlich mehr Sicherheit verspürt, konnte später anbremsen, es war komfortabler und ich hatte spürbar echt mehr Grip. Das war schon echt eindrucksvoll und ich fand halt den Albert wirklich um eine gute Klasse besser als den Magic Mary mit normaler Gravity-Karkasse. Allerdings muss man der Fairness halber natürlich auch sagen, dass der untere Abschnitt vom Rollercoaster relativ festgefahren ist, ein paar Steine durchsetzt und jetzt nicht wirklich tiefe Böden hat. Also da ist der Magic Mary halt vom Profil her auch dem Albert, der eher für harte Böden gut geeignet ist, auch ein bisschen unterlegen. Das muss man der Fairness halber erwähnen. Aber nicht nur im Finale hat der Reifen überzeugt, sondern auch auf meinen Home Trails in Freiburg und wo ich sonst damit gefahren bin. Das ist einfach schon eindrucksvoll, dass man wirklich ein gutes Quäntchen mehr Grip, mehr Komfort aus dem Reifen rauskitzeln kann. Dabei muss man auch sagen, selbst wenn man mit dem Luftdruck deutlich höher geht, als ich es normal fahre, ich fahre normal so 1,4 vorne, 1,7 hinten, und normalerweise, wenn man bei herkömmlichen Reifen da deutlich höher geht, wird es direkt relativ straff. Und auch da ist der Albert relativ krass, also selbst mit 2 Bar fährt sich der Reifen im Vergleich noch deutlich smoother als jetzt ein herkömmlicher Mountainbike-Reifen. Und das war echt cool. Was auch richtig krass ist, wenn man halt einfach den klassischen Drücktest in die Lauffläche macht, weil jedem, dem ich den Reifen gegeben habe und der mal drücken sollte, der hat gesagt, dass da deutlich weniger Luftdruck drin sind, als wirklich drin waren. Man merkt es schon mit dem Finger, man merkt es auf dem Trail krass und man merkt es mit dem Finger auch wirklich richtig krass, wie deutlich flexibler die Lauffläche ist. Und trotzdem hatte ich wirklich keinerlei Probleme irgendwie mit vermehrten Durchschlägen. Ich hatte Durchschläge, der Reifen ist nicht kaputt gegangen, aber ich hatte jetzt nicht mehr Durchschläge, als ich bei einem anderen Reifen von der gleichen Kategorie gehabt hätte. Ein kleiner Knackpunkt von der Radialkarkasse ist allerdings, dass sie durch die größere Kontaktfläche auch einfach nicht ganz so gut rollt wie ein herkömmlicher Reifen. Beim Albert wird das jetzt über das recht geschlossene und schnell rollende Profil wieder wettgemacht. Laut Schwalbe rollt der Albert genauso gut wie ein normaler herkömmlicher Magic Mary. Wenn man jetzt aber zum Beispiel den Magic Mary mit Radialkarkasse nimmt, ich habe ihn nicht getestet, ich kann mich nur darauf berufen, was Schwalbe gesagt hat, der soll bis zu 10% schlechter rollen als ein normaler Magic Mary und das ist dann was man am Enduro-Bike halt schon leider merkt. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich noch nicht ganz weiß, wo es mit Radial und Schwalbe hingeht, weil aktuell gibt es halt den Albert, den kannst du so gut am Enduro fahren, der ist aber halt hauptsächlich für Hardpack geeignet und ich würde mir da schon wünschen, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Auswahl hat und ein paar mehr Reifen, die vielleicht auch ein bisschen aggressiveres Profil haben, die man auch am Enduro treten kann. Hier bleibt es also abzuwarten, ob man den Magic Mary auch gut am Enduro treten kann oder ob zukünftig da auch Reifen mit einem bisschen aggressiveren Profil für tiefere Böden, für matschige Bedingungen kommen, die wirklich sich auch sehr gut treten lassen. Man muss allerdings festhalten, dass die Radialreifen von Schwalbe jetzt nicht die beste Wahl für Leute sind, die wirklich sich als Tourenfahrer identifizieren und richtig viele Kilometer schrubben. Die Vorteile des Systems richten sich ganz klar an die Abfahrt. Wenn man mit dem E-Bike technische Climbs machen will, ist man damit auch bestens bedient. Aber viel Grip, viel Traktion, gute Dämpfung, viel Komfort, das sind alles Faktoren, die in der Abfahrt richtig zur Geltung kommen und da ist der Reifen auch zu Hause. Deswegen empfiehlt Schwalbe den auch für Bikes mit mehr als 150 mm Federweg. Was ich ein bisschen komisch finde oder wo ich hoffe, dass es noch kommt, ist, wenn man einen Reifen hat, der so in der Abfahrt performt oder so seine Vorteile so in der Abfahrt liegen, warum es bis jetzt die DH-Karkasse noch nicht in Radial-Casing gibt. Zumal das Downhill-Race-Team von Commencal mit Amaury Piron, der schon richtig viele Siege auf den Radialreifen eingefahren hat, die ganze Zeit schon Radialreifen fährt. Also da frage ich mich, warum sind die Dinger für einen Endkunden noch nicht erhältlich und hoffe, dass das halt dann bald nachkommt. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angerissen. Der Albert ist nicht der beste Reifen für tiefe Böden. Der hat ein recht geschlossenes Profil, der funktioniert wirklich richtig gut auf Hardpack und
ist auch wirklich ein Top-Allrounder. Also wer einen richtig gut performenden Reifen, der überall eine gute Figur macht und sehr gut dämpft, sehr viel Grip hat und viel auf Flow-Trails oder harten Strecken im Bikepark unterwegs ist, der wird mit dem Albert auf jeden Fall richtig glücklich. Wer was Aggressiveres sucht und vor allem für tiefe Böden, bei mir im Taunus sind oft sehr tiefe Nadelböden, da ist der Albert nicht ganz so optimal. Da ist irgendwie ein Magic Mary oder sowas deutlich besser aufgehoben oder ein Taki-Chan. Abschließend kann man sagen, dass Schwalbe mit dem Albert und der neuen Radialtechnologie was richtig Cooles aus dem Hut gezaubert hat. Der Reifen grippt richtig gut, vermittelt echt viel Sicherheit, hat eine wirklich gute Dämpfung und fährt sich richtig komfortabel und auch deutlich komfortabler jetzt als herkömmliche Pendants. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht und finde auf jeden Fall, Schwalbe hat da einen richtig guten Job gemacht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Albert oder den Radialreifen an sich habt, stellt sie gerne hier in die Kommentare. Ansonsten findet ihr unseren ausführlichen Artikel mit noch mehr Infos, noch mehr Hintergrundinfos, auch wie immer auf MTB News, der ist in der Artikelbeschreibung hier auch verlinkt.